und die Zusatzzahl lautet 25. Hier noch einmal das Ergebnis. 17, 20, 22, 33, 34, 45 und die Zusatzzahl 25. Und nun die Gewinnzahl der Landeslotterien, Spiel 77. Sie lautet 9287096. Ich wiederhole. 9287096. Auf Wiedersehen, meine Damen und Herren, am nächsten Samstag. Wir schalten um zur Tagesschau nach Hamburg. Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Forderung der neuen polnischen Regierung, für das Land eine 3-monatige Streikpause zu vereinbaren, will die Gewerkschaft Solidarität nicht erfüllen. Arbeiterführer Wałęsa sagte am Abend in Warschau, er sehe sich zurzeit außerstande, für seine Organisation verbindlich ein Vierteljahr auf jeden Streik zu verzichten. Wałęsa fügte hinzu, er wolle keine Streiks, aber er könne nichts versprechen, es liege an der Regierung. Wałęsa war zuvor mit dem neuen stellvertretenden Regierungschef Rakowski zusammengetroffen. Rakowski ist auch für Gewerkschaftsfragen zuständig. Einzelheiten über das Gespräch wurden nicht mitgeteilt. In der kubanischen Hauptstadt Havanna hält noch immer eine Gruppe von Kubanern die Botschaft von Ecuador besetzt. Die Gruppe hatte in der vergangenen Nacht das Gebäude gestürmt und 3 Diplomaten als Geiseln genommen. Die Besetzer verlangen, dass sie aus Kuba ausreisen dürfen. Im vergangenen Jahr hatten bei einer ähnlichen Aktion Zehntausende das Gelände der peruanischen Botschaft besetzt und damit ihre Ausreise erzwungen. Brandkatastrophe in Dublin. Hier sind die Überreste der Diskothek, die letzte Nacht in Flammen aufging. 49 zumeist junge Menschen kamen dabei ums Leben. Insgesamt hatten hier 800 Leute in den Valentinstag hinein gefeiert. 150 Menschen mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Einige Verletzte erlitten schwere Brandwunden und schweben noch in Lebensgefahr. Das Feuer brach kurz vor 2 Uhr bei einem Tanzwettbewerb aus. Innerhalb von wenigen Minuten stand die Kunststoffeinrichtung in Flammen. Unter den Gästen brach eine Panik aus. Die Flucht zahlreicher Menschen endete an den vergitterten Fenstern des Lokals, das früher einmal eine Fabrik gewesen war. Viele fanden sich aber auch in der Dunkelheit nicht zurecht, da durch das Feuer das Licht ausfiel. Nach Augenzeugenberichten sind manche blindlings in die Flammen gelaufen. Nach einer Stunde hatte die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle. Die Ursache der Katastrophe ist noch unbekannt. Die Bergungs- und Rettungsarbeiten wurden von Schaulustigen behindert. Die süditalienische Region, die im vergangenen November von einem Erdbeben verwüstet wurde, ist am Abend von einem neuen Erdstoß erschüttert worden. Das Zentrum des Bebens lag zwischen den Städten Caserta und Avellino. Nach ersten Informationen gab es in vielen Orten eine Panik. Die Menschen stürzten angsterfüllt auf die Straßen. Die schlechten Nachrichtenverbindungen zu den kleinen Orten der Region lassen noch keinen Überblick über